Leonor, eine 66-jährige Dame, trug graues Haar und braune Augen, in denen sich die Weisheit der Jahre widerspiegelte. Seit einem Jahrzehnt verwitwet, führte sie ein ruhiges Leben in ihrem Haus am Stadtrand einer kleinen Stadt. Ihr größtes Vergnügen war es, an den Sonntagen die Familie zum Mittagessen zu versammeln, besonders wenn ihr Sohn Fausto, ihre Schwiegertochter Sabina und die geliebten Enkelkinder Marcio, 8, und Sorina, 5, mit dabei waren. Fausto, mittlerweile 42 Jahre alt, war ein erfolgreicher Unternehmer in der Technologiebranche. Großgewachsen, mit breiten Schultern und einem gewinnenden Lächeln, hatte er die ausdrucksstarken Augen seiner Mutter geerbt. Schon früh zeigte er einen ausgeprägten Unternehmergeist, der ihn dazu brachte, sein eigenes Unternehmen von Grund auf aufzubauen. Sabina, mit der er seit 10 Jahren verheiratet war eine 38-jährige elegante Frau mit kastanienbraunem Haar und einer freundlichen, aber entschlossenen Persönlichkeit. Mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft hatte sie ihre berufliche Laufbahn aufgegeben, um sich ganz der Familie zu widmen und Fausto bei seinen geschäftlichen Unternehmungen zu unterstützen. Das Paar lebte in einem großzügigen Haus in einem gehobenen Stadtviertel. Die zweistöckige Residenz war geschmackvoll eingerichtet, mit modernen Möbeln und zeitgenössischer Kunst an den Wänden. Der Garten, stets liebevoll gepflegt, war Sabinas ganzer Stolz. Sie liebte es, samstags zwischen den farbenfrohen Blumen zu verweilen. Doch vor einigen Wochen begann Leonor eine Veränderung im Verhalten ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter zu bemerken. Die Telefonate wurden kürzer und seltener und die traditionellen Sonntagsessen wurden unter vagen Vorwänden abgesagt. Da sie ihren Sohn gut kannte, spürte Leonor sofort, dass etwas nicht stimmte. Fausto war nie gut darin gewesen, seine Gefühle zu verbergen. Wenn ihn etwas belastete, merkte man es ihm an. Besorgt über das andauernde Schweigen beschloss sie, an einem sonnigen Samstagnachmittag einen Überraschungsbesuch abzustatten. Sie rief ein Taxi, das sie zum Haus ihres Sohnes brachte. Ihr Herz schlug schneller, je näher sie dem Gartentor kam. Als sie ankam, empfing sie eine seltsame Stille. Sie klatschte in die Hände, doch niemand reagierte. Plötzlich hörte sie aufgeregte Stimmen aus dem Inneren des Hauses. Mit zunehmender Nervosität drückte sie auf die Türklingel. Nach einigen Sekunden öffnete sich die Tür und dort stand Marcio, ihr ältester Enkel. Der sonst so fröhliche und lebhafte Junge wirkte nun traurig, mit geröteten Augen, als hätte er geweint. »Alles in Ordnung, mein Schatz?« fragte Mir. Leonor mit deutlich hörbarer Besorgnis in der Stimme. Marcio nickte nur stumm und öffnete die Tür ein Stück weiter, damit seine Großmutter eintreten konnte. Der Anblick, der sich ihr bot, ließ sie erschauern. Das Haus, das einst Wärme und Stil ausgestrahlt hatte, wirkte nun fast verlassen. Es gab nur noch ein Sofa, einen an der Wand montierten Fernseher und ein paar einfache Küchenutensilien. Es sah aus, als wäre ein Wirbelsturm durch die Räume gezogen und hätte all den Komfort und die Geborgenheit mit sich gerissen. Mitten im Wohnzimmer stand Fausto, Tränen in den Augen. Als er seine Mutter bemerkte, spiegelten sich Überraschung und Scham in seinem Gesicht. »Mama, was machst du denn hier?« fragte er mit belegter Stimme. Leonor, die noch immer versuchte, das Gesehene zu verarbeiten, antwortete ruhig: »Du bist nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was ist los, mein Sohn?« Noch bevor Fausto etwas sagen konnte, hörte man eilige Schritte auf der Treppe. Sabina erschien, das Gesicht tränenüberströmt, die Haare zerzaust. »Fausto, bitte geh nicht«, flehte sie, als sie die gepackten Koffer neben ihrem Mann sah. Die Atmosphäre war angespannt, fast erdrückend. Leonor blickte sich suchend um. »Und die Kleine, wo ist sie?« fragte sie mit Mühe um Fassung bemüht. »Sie schläft oben«, antwortete Marcio leise, seine erste Äußerung seit der Ankunft der Großmutter. Leonor atmete tief durch und spürte die Schwere der Lage. Noch vor einem Monat schien alles so gut zu laufen. Fausto hatte voller Begeisterung von seinen Firmenprojekten, den Fortschritten der Kinder und seinen Zukunftsplänen gesprochen. Was nur war geschehen, dass sich alles so abrupt verändert hatte? Mit der Lebenserfahrung, die sie besaß, beschloss Leonor, sich nicht direkt einzumischen. »Ihr müsst erst einmal tief durchatmen und in Ruhe miteinander reden«, riet sie mit fester Stimme. »So in diesem Zustand lassen sich keine Probleme lösen.« Sabina
Noch immer schluchzend, fragte mit zitternder Stimme, ob Leonor die Kinder mitnehmen könne. Sie sollen das hier nicht miterleben. Leonor zögerte keine Sekunde. Wenige Minuten später verließ sie das Haus mit Marzio und Sorina, die durch die Unruhe aufgewacht war. Auf dem Weg zu sich nach Hause versuchte sie, ihre Enkel zu beruhigen, versprach, dass alles gut werden würde, auch wenn sie innerlich von Angst erfüllt war. Zu Hause angekommen, brachte sie die Kinder ins Bett und ließ sich dann in ihren Lieblingssessel sinken, in Gedanken versunken. Der Schmerz, ihren Sohn und dessen Familie in einer solch tiefen Krise zu sehen, war fast greifbar. Sie konnte nicht verstehen, wie eine Ehe, die so stabil wirkte, an diesem Punkt angelangt war. In stiller Andacht sprach sie ein aufrichtiges Gebet, bat Gott um Frieden und Weisheit für Fausto und Sabina, damit sie einen Weg finden würden, das Zerbrochene wieder aufzubauen. Für sich selbst und für ihre Kinder. Stunden später klingelte das Telefon. Es war Fausto. »Mama, darf ich eine Zeit lang bei dir wohnen, bis ich die Dinge mit Sabina geregelt habe?« fragte er mit müder Stimme. Die Frage traf sie unvorbereitet. Ihr Sohn, der immer so unabhängig und erfolgreich war, bat sie nun um Unterschlupf. Es musste wirklich etwas Ernstes passiert sein, doch Leonor wusste, dass dies nicht die Lösung war. »Nein, Fausto«, erwiderte sie mit Entschiedenheit. »Ich weiß nicht, was dich zu dieser Bitte bringt, aber meine Antwort ist nein.« Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. Dann begann Fausto zu sprechen. Er erzählte von dem Verfahren, mit dem seine Firma konfrontiert war. Eine haltlose Anschuldigung, die alles, was er aufgebaut hatte, ins Wanken brachte. Die Schulden häuften sich, das Vermögen wurde gepfändet. Die finanziellen Schwierigkeiten führten zu immer häufigeren Streitigkeiten zwischen Fausto und Sabina. Im Affekt wurden verletzende Worte gewechselt, Vorwürfe laut ausgesprochen. Sie hatten all das monatelang verheimlicht. Leonor hörte jedes Wort mit schmerzendem Herzen, aber sie blieb standhaft. »Mein Sohn, ich weiß, dass du eine schwere Zeit durchmachst, aber seit dem Tag, an dem du geheiratet hast, sind diese Herausforderungen eure, nicht mehr meine. Ich kann mich da nicht einmischen.« Fausto schwieg einige Sekunden, nachdenklich. Schließlich murmelte er ein »Danke«, bevor er auflegte. Am nächsten Tag beschloss Leonor, Sabina anzurufen. Als ihre Schwiegertochter den Hörer abnahm, klang ihre Stimme zerbrechlich. »Wie geht es dir? Konntest du ein wenig zur Ruhe kommen?« fragte Leonor mit sanfter Stimme. Sabina begann zu weinen und öffnete ihr Herz, ließ all die Ängste und Frustrationen der letzten Monate heraus. Leonor schwieg, hörte einfach nur zu und schenkte Sabina das stille Mitgefühl, das sie in diesem Moment so dringend brauchte. »So ist er nicht«, schluchzte die Schwiegertochter. »Es ergibt keinen Sinn, all das unser Eheglück zerstören zu lassen.« Leonor spürte den Schmerz in jeder Silbe und antwortete mit sanfter Ruhe, »Sabina, mein Schatz, ich weiß, wie sehr ihr euch liebt. Denke daran, wie alles begann, was euch verbunden hat. Eine Ehe ist eine tägliche Entscheidung, der Wille, gemeinsam weiterzugehen. Eine Trennung darf niemals der erste Ausweg sein. Sie bringt nur noch mehr Leid und Verletzungen.« Leonors Worte schienen Sabina zu beruhigen. Es war die Stimme einer erfahrenen Frau, die viele Jahre eine glückliche Ehe geführt hatte und nun die Last der Witwenschaft trug. Ihre Worte hatten Gewicht. In jener Nacht, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hatte, ging Sabina zu Fausto. Sie fand ihn auf dem Sofa im fast leeren Wohnzimmer mit einem abwesenden Blick. »Fausto«, begann sie sanft, »ich habe heute mit deiner Mutter gesprochen.« Er sah sie überrascht an. »Was sie mir gesagt hat, hat mich sehr nachdenklich gemacht«, fuhr Sabina fort. »Ich habe beschlossen, dass ich es noch einmal versuchen möchte. Ich habe über all das nachgedacht, was wir miteinander erlebt haben, und ich glaube fest daran, dass wir noch immer gemeinsam glücklich sein können. Ich will mich nicht scheiden lassen.« Diese Worte trafen Fausto tief ins Herz. Plötzlich war es, als würde sich der Nebel in seinen Gedanken langsam lichten. All die Probleme, der Schmerz, die Rückschläge, die ihn erschüttert hatten. Er hatte sie an den Menschen ausgelassen, der ihn am meisten liebte. »Oh, Sabina«, sagte er mit zitternder Stimme, »bitte verzeih mir alles.« Sie umarmten sich fest, Tränen liefen ihnen ungehindert über die Wangen. In einem zutiefst bewegenden Gespräch entschuldigten sie sich gegenseitig für jedes verletzende Wort, für jeden Moment der Schwäche.
Gemeinsam beschlossen sie, die Herausforderungen als Team anzugehen. In den darauffolgenden Tagen vereinten Fausto und Sabina ihre Kräfte, nicht nur um ihre Ehe zu retten, sondern auch um ihr Leben neu aufzubauen. Fausto stellte sich dem Gerichtsverfahren gegen seine Firma mit neuer Entschlossenheit, gestützt durch Sabinas unerschütterliche Unterstützung. Nach und nach beglichen sie ihre Schulden und begannen, das Haus neu zu gestalten. Es wurde wieder ein echtes Zuhause. Leonor verfolgte alles aus der Ferne, ihr Herz erfüllt von Freude, als sie sah, wie sich ihre Familie wieder aufrichtete. Sie wusste, dass ihre Entscheidung, sich nicht einzumischen, sondern im richtigen Moment ihre Lebenserfahrung zu teilen, entscheidend für die Versöhnung gewesen war. Einige Wochen später wurden die traditionellen Sonntagsessen bei Leonor wieder aufgenommen. Der Tisch war reich gedeckt mit hausgemachtem Essen, erfüllt von Lachen und lebhaften Gesprächen. Fausto und Sabina warfen sich liebevolle Blicke zu, unter dem Tisch hielten sie sich an den Händen. Marzio und Sorina tollten vergnügt durch den Garten, ihre fröhlichen Stimmen erfüllten die Luft. Leonor betrachtete die Szene mit einem stillen, zufriedenen Lächeln. Sie wusste, dass das Leben weiterhin Herausforderungen bringen würde, wie immer. Doch sie war sicher, ihre Familie war nun stärker und vereinter denn je, um ihnen gemeinsam zu begegnen. An diesem Nachmittag, während alle in der Küche halfen, trat Fausto zu seiner Mutter. »Danke, Mama«, sagte er schlicht und umarmte sie liebevoll. Leonor erwiderte die Umarmung. Tränen der Freude stiegen ihr in die Augen. Es bedurfte keiner weiteren Worte. Sie verstand diesen stillen Dank für die weitergegebene Weisheit, für die grenzenlose Liebe und dafür, dass sie wusste, wann es an der Zeit war zu sprechen und wann man vertrauen musste, dass die Kinder ihren Weg selbst finden würden. In diesem Moment wurde ihr eines klar: Liebe, Mitgefühl und Lebenserfahrung haben die Kraft, selbst die tiefsten Wunden zu heilen. Manchmal ist der kraftvollste Akt einfach nur da zu sein, im richtigen Augenblick das Richtige zu sagen und daran zu glauben, dass diejenigen, die wir lieben, den Weg nach Hause zurückfinden werden. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, hinterlasse uns einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 10 und sag uns, aus welcher Stadt du zuschaust. Gib dem Video ein Gefällt mir und abonniere unseren Kanal. Gemeinsam können wir eine wunderschöne Gemeinschaft aufbauen, die berührende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.